Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Flash Universe Video. Heute gibt es endlich das Box Opening, Third Anniversary Box Opening. Muss mal gucken, ob ich überhaupt bei den meisten Charakteren genug Platz im Inventar habe. Hier habe ich jetzt gerade ein bisschen Schrott drin. Aber ja, wochenlanges World Boss Grinden auf Boroding, auch während dem FEC. Ich habe es mir angetan, viele andere nicht, ja. Und jetzt kann ich euch zeigen, auf was ihr da verzichtet habt. Und da muss ich aber noch dazu sagen, tatsächlich, ich habe sehr viele Worldbosse verpasst auf Boroding. Also das ist jetzt nicht, also das waren 6 Wochen theoretisch. Und das Maximum, was man hätte kriegen können, wäre quasi 42, beziehungsweise 43 Tage waren es effektiv. 43 mal 8 wäre das Maximum gewesen. Ich habe offensichtlich deutlich weniger Boxen. Warum? Naja, ich habe an keinem einzigen Tag alle 4 Worldbosse mitgenommen. Meistens nur 2 oder einen tatsächlich und höchstens 3. Ja. Und deswegen habe ich hier relativ schnell schlecht abgeschnitten. Aber es lag einfach daran, Worldboss auf FEC und Boroding. Und da jeden Tag immer an jedem Worldboss teilzunehmen und so, war mir dann ehrlich gesagt persönlich auch ein bisschen zu viel. Vor allem, wenn ich zum Beispiel in der Arbeit bin oder so, habe ich auch gar keine Zeit dafür, vor allem nicht mit 8 Chars und so weiter. Aber das ist trotzdem eine ziemlich gute Ausbeute, weil ich habe eigentlich wirklich immer nur den Worldboss um 22 Uhr mitgenommen. Bis auf einmal, glaube ich. Und wie gesagt, sonst halt immer nur dann, wenn ich auch Zeit hatte. So, die erste Box ist erstmal kompletter Trash. Das ist die Trostpreisbox, die Achterbox, sag ich schon, die Dreierbox, die ist Müll. Also ein paar Power-Ups sind natürlich trotzdem drin, ein paar Trostpreise, also grundsätzlich ist es okay, kann man trotzdem was mit anfangen. Aber was man vor allem haben wollte, war eben die 1er-Box. Und davon habe ich jetzt hier 147 Stück. Gucken wir uns nochmal an, was man kriegen kann. Weapon-Bonus, Shield-Bonus, alle 3 Protects von den Standard-Protects, E-Protect, Tagesschriftrolle der kombinierten Party-Effekte, Upcut-Stones natürlich, Amplification, alles drum und dran. Permanentes CS-Pad ist natürlich grundsätzlich cool, bringt mir persönlich auch nichts, weil ich habe auf fast jedem Charakter oder auf den meisten meiner Charakteren habe ich schon sehengebundene CS-Pads, deswegen wird es interessant zu gucken, welcher, wenn überhaupt irgendeiner eins bekommt, aber ich glaube auf den Charakteren hier hat wirklich jeder eins. Und ja, schauen wir uns das einfach mal an. Ich weiß nicht, wie viele Boxen das insgesamt sind, hier sind es jetzt auf jeden Fall 147. Kannst du mal zusammenzählen, ich schreibe es mir mal auf. Und ja, let's go, ich mache alle auf einmal auf, denke ich. Genug Inventarplatz müsste ich eigentlich haben, weil die meisten Items soll ich im Inventar schon haben. Boom. Okay, ich würde sagen, das lief tatsächlich ziemlich schlecht. Damn. 47 Cotton Candy Random Boxen von 147, die haben 30%. Das ist, ja gut, das ist tatsächlich ziemlich, wow, das ist genau 30%. Protect, naja gut, ich meine 8 Protects und Weapon Bonus, Shield Bonus. Pet Feedback brauche ich jetzt auf einem Elementor auch nicht wirklich zwingend, aber für die Zukunft natürlich grundsätzlich nicht schlecht. 4 Tagesschriftrolle Paddy, ist auch gut. Das ist actually sogar ziemlich gut, 4 Paddy-Schriftrollen. Ja, ist sogar relativ überschaubar. Und das hier ist leider eine Cotton Candy Random Box, die ist furchtbar. Ich hasse Cotton Candy Random. Es gibt halt auch eine Cotton Candy Select Box. Ich verstehe einfach nicht, warum die Random Box überall reingepackt wird und die Select Box so gut wie niemals irgendwo. Also, bis auf die wenigen paar Zuckerwatten hier kann man da eigentlich alles wegballern. Ja, ich mache jetzt nicht bei jedem Char alles auf. Das war jetzt hier nur im Probedurchlauf sozusagen. Wir machen jetzt das Ganze noch bei einem meiner anderen Chars. Ich hoffe, die haben genug Platz im Inventar. Ich denke, das müsste sich größtenteils ausgehen. Hier habe ich 85 1er-Boxen, keine einzige 3er-Box, lustigerweise, beim Ringmaster. Wir haben kein seelengebundenes CS-Pad. Das ist einer der wenigen Chars, der hier noch keins hat. Alright, das heißt, hier wird der Pang tatsächlich cool. Und kriegen wir ihn natürlich nicht. 3 Tagesschriftrollen, ein G-Product, ein A-Product, ein E-Product. Stimmt, ein E-Product habe ich gar nicht bekommen gehabt. Und 6 Pet-Feedback auf dem Ringmaster. Autsch. Okay, das ist ein fetter Fail. Auf jeden Fall. Hier haben wir ein sehengebundenes CS-Pad, sehe ich doch sofort. Oh Mist, hier habe ich keinen Platz. Un momento. So, weiter geht's. Geleertes Inventory. Genau, hier ist CS-Pad egal. 113 Boxen. Okay, ich glaube, das lief jetzt tatsächlich bisher am schlechtesten.
Nur 3 Products und 3 Party-Scrolls und eine Shield-Bonus. Dafür in Anführungszeichen Pickup-Boost und Pickup-Range, genau. 2 Scrolls, die meiner Meinung nach einfach überhaupt keinen Platz in diesem Game haben. Vor allem auf dem FEC-Server haben die erstmal die CS-Pads so langsam gemacht, oder die Lags, was auch immer, haben die CS-Pads so langsam gemacht, dass diese beiden Scrolls einfach effektiv keine Wirkung hatten. Auch richtig geil gewesen. Ich meine, das ist zwar nicht FEC, aber trotzdem lächerlich gewesen. Was haben die für eine Chance, die beiden? Oh. 0,2, also der hat 2 Hauptgewinne gezogen. Ey, weißt du, statt dass er 10 Products, 10 A-Products hätten das sein können, oder 5. Nein, er kriegt die beiden Scheiß-Scrolls und dafür habe ich so wenige Products bekommen. Ja, ganz geil. Ja, mein Bildposter müsste die meisten Boxen haben. 158, das sind jetzt die meisten, so viel hatten wir noch gar nicht. Ich habe vergessen, mir das aufzuschreiben. Mist. Genau. Und ja, schauen wir mal. Okay, also Product? Ich verstehe nicht, warum kriege ich so wenige Products? Ich habe gerade einfach über 40 Boxen mehr geöffnet. Es fühlt sich nicht so an. Na gut, hier sind noch 2 E-Products. Na gut, okay, es sind 8. 5-mal Party. Ja, es ist echt interessant, ne? Du öffnest eine komplett unterschiedliche Anzahl an Boxen und die Ergebnisse variieren sehr stark. Ich meine, klar, die Wahrscheinlichkeiten von vielen Items sind unter 1% oder im einstelligen Prozentbereich. Aber es ist trotzdem irgendwie crazy. Auch Kartenscheibe. Teilweise öffnest du 100 Boxen, kriegst 20 Kartenscheiben und andere öffnen 50 Boxen und kriegen nur eine. Also ist auch wahnsinnig wild, was da abgeht. Wobei hier tatsächlich nur 45 Cotton Candy Boxen, was waren es vorher? 47? Aber gut, es waren nur 11 Boxen mehr. Aber ja. Okay, was haben wir hier? 141 auf dem Psy. Hier brauche ich auch kein CS-Pad. Ich habe das CS-Pad auch noch keinmal bekommen, tatsächlich. Hier haben wir 5 Products, nur eine Party-Scroll. Dafür 4-mal Weapon-Bonus. 51 Cotton Candy. Ja, und nur 3 Card-Discs, schau. 3 Card-Discs bei dem und beim Bildposter hatten wir gerade 15 oder so. Das ist echt verrückt. Wo sind hier die Boxen? Die sind hier unten 107. Was anderes? Ja. 107 Boxen haben wir hier. Oh, ich dachte gerade, wir haben nur ein Product bekommen. 4 Products, keine Party-Schriftrolle. Keine Party-Schriftrolle, nur eine Web. Okay, das war das schlechteste Opening gefühlt, oder? Also, was Products angeht, was beim Blade war, es auch 4, ne? Aber keine Party-Schriftrolle, gar keine. Das ist mies. Dann dieser Blade hat 99. Ja, das ist schon mal für mich persönlich Trash. Weil meine Chars haben so viele Power-Ups, ich brauche einfach keine weiteren Power-Ups mehr. Es müllt nur das Inventory zu. CS-Pad Hammer. Okay, wir haben 4 Protects, 2 Shield, eine Party. In Anführungszeichen nur 22 Cotton Candy. Aber auch alles in einem gar nicht mal so gut. Und dann haben wir beim Knight nochmal 101. Das heißt, was war jetzt? Blade war 99, Knight 101. Jester und M habe ich mir nicht aufgeschrieben. Hoppala. Okay, schauen wir mal, was sind nochmal die Chancen? Also mal rein theoretisch, wovon würde man realistisch ausgehen? 101 Boxen passt ja ganz gut, ne? Also theoretisch... Ja gut, tatsächlich echt nur so 5 Protects. Sagen wir mal mit Shield und Weapon Bonus so 7. Also die Weapon Bonus, Shield Bonus, Protect Schiene so 7. Pickup Pad und Pickup Dingenskill, also die beiden haben wir nur einmal bekommen bisher, glaube ich, ne? Das ist echt crazy. Aber 0,2, die will ich auch gar nicht. Das ist gut, dass die nur 0,2 haben. Ja, auf die ganzen Power-Ups achte ich natürlich nicht, weil die automatisch im Inventar hier irgendwo da unten verschwinden. Weil ich die alle schon im Inventar habe. Genau. Und Party-Schriftrolle hat noch 1,4. Okay, das heißt, wir sagen mal 8. Also alle Products, Weapon Bonus, Shield Bonus, Party Scrolls sind so die, sage ich mal, für mich interessantesten Items, weil das auch tatsächlich die Items sind, die man für irgendwas gebrauchen kann. Alles andere habe ich entweder schon oder brauch's nicht. Schauen wir mal. 8. Und es sind 7. Na, es sind 8. Lol.
Unsere Milchmädchenrechnung hat gerade 8 ergeben. 3, 5, 6, 7, 8. Lol. Ja, so hätte man von Anfang an vielleicht herangehen sollen an die ganze Geschichte. Dann würde man sich nicht so sehr gescampt fühlen. Wir haben genau 30 Cotton Candy Random Boxen und die hat 30%. Okay, der Night war jetzt ein Muster-Opening. Genauso, was man erwarten würde. Genau den Erwartungswert gehittet. Ja, alles in allem müsste ich jetzt nachrechnen, was die Ausbeute insgesamt wert ist. Ich meine, die ganzen Power-Ups sind jetzt natürlich stark untergegangen. Es sieht jetzt deutlich schlechter aus. Ja? Werden jetzt bestimmt auch Leute in die Kommentare schreiben. Oh, und dafür jeden Monat mindestens einmal am Tag, jeden Monat, dafür jeden Tag für über einen Monat mindestens einmal am Tag auf Brodeng online gegangen, für die paar Products und so. Wie gesagt, das sind jetzt noch echt viele Upcut-Stones, Amplis, Grilled Eel und so weiter. Man sieht es halt leider im Nachhinein nicht. Ich verstehe nicht, warum man das hier drin nicht sieht. Das fuckt mich so ab in Flive PC. Wenn du ein Box-Opening gemacht hast, konntest du alles im Nachhinein im System-Chat nochmal angucken, was echt geil war. Ich verstehe nicht, warum das hier nicht geht. Das ist mir ein absolutes Rätsel, warum man sowas nicht nachvollziehen kann. Vor allem, du öffnest 147 Boxen zeitgleich und hast dann nur die letzten 6 werden angezeigt. So, wie sinnlos ist das? Du hast keine Ahnung, was du bekommen hast. Theoretisch könntest du einfach 10 Items gar nicht bekommen und du wüsstest es nicht mal. Theoretisch. Außer du hast halt komplett cleanes Inventar. Also, ein bisschen nervig. Und, ja. Aber alles in allem, wie gesagt, echt nicht schlecht. Vor allem die Party-Schriftrolle, die ist ja sogar 300 F-Coin wert und hat eine höhere Wahrscheinlichkeit als manche Products, muss man auch dazu sagen. Klar, effektiv ist natürlich keine 300 wert, weil 300 kostet sie zwar im F-Coin-Shop, aber kein Mensch kauft sich die oder die meisten Leute kaufen sich die Eintages-Party-Schriftrolle nicht. Wobei man damit sehr gut planen kann, tatsächlich. Also vor allem für so ein Wochenende-XP-Event und so sind diese Eintages-Schriftrollen, denke ich, für viele Leute trotzdem effektiver und günstiger, als wenn man sich direkt eine 30-Tage-Scroll reinballert und sich dann selber zwingen muss, 30 Tage auch wirklich zu grinden, damit es sich gelohnt hat. Genau. Aber ja, alles in allem müsste eine saftige Ausbeute von mehreren tausend F-Coin gewesen sein. Also wahrscheinlich über 10.000, wenn wir alles also weit über 10.000 wahrscheinlich, wenn wir alles 1:1 anrechnen würden. Machen wir natürlich nicht. Aber allein die Protects müssten, plus Party-Scroll, müssten schon in der Nähe von 10.000 liegen. Also alles in allem nicht schlecht. Ja. Schreibt mir gerne, wie eure Ausbeute lief oder ob es bei euch besser oder schlechter lief. Habt ihr ein CS-Pad bekommen? Ich habe das CS-Pad nicht bekommen. Nochmal kurz gucken, wie viele Boxen es waren. Okay, es waren 954 Boxen, leider nicht ganz 1000. Aber wir haben auch, wie gesagt, wirklich nur einmal diesen Pickup, also wirklich nur, nee, hier haben wir es noch zweimal bekommen. Oh Mann, ich habe nicht mehr wirklich drauf geachtet. Okay, my bad. Aber das müsste es dann wirklich gewesen sein. Also ich habe es schon weggeschmissen. Hier hat man es eben noch einmal. Nee, dann haben wir es tatsächlich 4-mal bekommen. 4-mal die 0,2 gehittet, keinmal die 0,1. Und ja, unzählige Party-Scrolls und Products. Ich meine, allein die Party-Scrolls sind wahrscheinlich schon fast einiges wert. Wie gesagt, alles in allem auf jeden Fall nicht schlecht. Also ich finde, es hat sich schon gelohnt. Natürlich war es teilweise ärgerlich, dass der World Boss so lange gedauert hat. Vor allem der um 22 Uhr war ein bisschen... Wobei der um 22 Uhr ging meistens noch am schnellsten, weil ich dann ein bisschen Werbung dafür gemacht habe, noch zusätzlich. Sonst wäre wirklich gar keiner da gewesen. Ich selbst ja auch nicht. Aber ja. Sie hätten halt die HP verringern müssen, muss man sagen. Der Brodeng World Boss hat halt bis zum Schluss 100.000 HP, die FEC World Boss sind nur 50.000. Was halt überhaupt keinen Sinn ergibt. FEC spielen 10-mal so viele Leute mindestens, ne? Und da sind die HP einfach so viel geringer, also kompletter Schwachsinn. Also, keine Ahnung, wer da manchmal die Entscheidungen trifft, aber es war ihnen anscheinend vollkommen egal, dass die World Bosse auf den normalen Servern so lange gedauert haben. Hat sie wohl nicht großartig interessiert. Ja, auf jeden Fall sage ich danke euch fürs Zuschauen. Ich würde mich sehr über ein Like und ein Abo von euch freuen. Schaut auf jeden Fall auch gerne im Livestream vorbei. Twitch-Link in der Videobeschreibung. Tägliche Livestreams. Und ja, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao, ciao.